Ich grüße euch, also herzlich willkommen. Es gibt ein Update zu Warhammer 40k Rogue Trader und da geht es um die Kreation der Feinde. Und das würde ich mir ganz gerne mit euch mal reinziehen. Und den Untertitel, den lasse ich auf Deutsch an. Let's go. Today, we're going to look under the hood of one of the most interesting parts of creating a Warhammer 40,000 based CRPG. And that's adding new in-game enemies and allies of the Rogue Trader in the Coronis Expanse. We'll demonstrate the process using Der erste Eindruck ist schon mal gewaltig. one of the most formidable foes the Rogue Trader and their crew are going to face, the Hellbrute. A Chaos Space Marine driven insane by an eternity of confinement in a sarcophagus. Aber man merkt, sie haben auch Ahnung von der Lore. Und diesen hier, der Space Marine, der auf ewig in Gefangenschaft ist, den finde ich sehr, sehr gut gelungen. Und ich hoffe, sein Sound wird überzeugend sein. When choosing an enemy to add to our game, we ask ourselves Den Kreischer finde ich auch sehr gut gelungen. several questions. 1. Does the enemy fit our story? We have a rough list of locations that will be in our finished Am Flammenwerfer darf natürlich nicht fehlen und die Grafik hier, die ist natürlich jetzt nicht High-End, ja, also da gibt es deutlich Besseres inzwischen. Aber sie ist okay, ja, also ich denke, man kann sich mit ihr anfreunden und vor allen Dingen, es sieht nach Warhammer 40k aus. game and which factions will be present at those locations. This helps us decide whether we need a particular enemy. 2. Does it fit the mechanics? Can we actually use an enemy like this for our encounters? 3. Is it distinctive? We really want to make enemies that look and Irgendwie haben die Entwickler es anscheinend mit Seams, ja, da hat es ihnen anscheinend so ein bisschen angetan. Aber diese Horrors hier, die sehen auch sehr, sehr geil aus, wobei mir die blauen lieber gefallen. feel distinct from each other, such as different sizes, weapons, and abilities. 4. Does it pass our cool factor test, and will the fans think it's cool too? And finally, does it suit our personal preferences? But for the Hellbrute, some of these questions didn't really factor. It was there from our very first drafts of the game concept. We always begin by assessing the model and deciding whether it requires detailed concept art. We need the concept art if our source material contains complicated shapes or an abundance of small details, or if we want to modify it to fit our game's lore. The Hellbrute is one of the most famous Warhammer 40,000 miniatures, and we wanted to introduce it Einfach ein sehr, sehr geiles Modell, ja. into the game as is, so no additional concept design was required in this case. Creating the model itself is a complex and delicate process. We cooperate closely with Games Workshop at every stage of our work, which allows us to stick to the canon in the minutest of details. At the end, the model must be textured. This stage will look familiar to many Warhammer 40k fans, because it resembles painting a miniature. Our game's heretic Astartes originate from the Word-Bearers Legion, who are known for their crimson Ich denke, das ist eine Arbeit, die sehr viel Spaß macht, die aber, denke ich, auch sehr komplex ist. armor with gunmetal trims. Once the model is complete, it's time to breathe life into it. Animation, VFX, sound, all the things that turn an ordinary 3D model into an opponent whose sheer presence can crush enemy morale. Animating requires close cooperation between two people, the animator and the game designer.
Together they discuss what specific animations the new enemy is going to need, based on its mechanics and abilities. Das ist bestimmt Standard, aber ich finde es gut, dass das nicht nur einer macht, sondern auch zwei. Und ansonsten würde da, glaube ich, nicht so ein hervorragendes Ergebnis rauskommen. They keep the character's personality in mind, too. Hell brutes have spent thousands of years imprisoned inside their dreadnoughts, under the constant influence of the sanity-destroying warp. And we're doing unholy justice to this fact. Then the VFX team takes over and designs special effects for abilities, weapon use, and death. And last but not least, the sound. Over to the Hellbrute. Sounds convincing. Dem stimme ich zu. This is the complicated but important process that every new character in our game goes through. They're all different, and they're each uniquely deadly. Ja. Die Collectors Edition, die kostet, glaube ich, 200 oder über 200 Euro auf der Homepage von denen. Ziemlich teuer, dann könnt ihr an dem jetzigen Alpha-Test teilnehmen. Aber das, was ich jetzt hier so gesehen habe, fand ich sehr, sehr gut. Ich fand das überzeugend. Ich freue mich auf das Game. Und ja, ihr könnt eure Meinung gerne auch in die Kommentare schreiben. Und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten. Ihr könnt mir gerne auch ein Abo hinterlassen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.